Seid Nerds und freundet euch mit Nerds an. Peace Leute, was geht ab? Ich bin Kostas Kind. Herzlich willkommen zu diesem Video. Leute, es gibt zwei Gründe für dieses Video. Nummer 1, ich digitiere gerade zum Todes-Fanboy, weil es endlich ein verdammtes Veröffentlichungsdatum für Kingdom Hearts 3 gibt. Oh mein Gott, ich warte schon so lange darauf. Ich brauche einen Ort, in dem ich diese Glücksgefühle rauslassen kann. Nummer 2, ich war vor ungefähr 2,5 Wochen auf der TinCon. Ungelogen, eine der besten Conventions, auf denen ich jemals war. Und auf der Convention habe ich zusammen mit, jetzt haltet euch fest, Lea Liberarium und fucking Cold Mirror einen Workshop gehalten, der auch um das Thema ging, so sein Fanboy und Fangirl-Sein zu embracen und das zu feiern. Und ja, ich weiß nicht, das hat mich einfach so inspiriert, dass ich Bock hatte, diesem Thema ein Video zu widmen. Und deswegen gibt es heute für euch Vorteile daran, ein Nerd/Fangirl zu sein. Viel Spaß, oder? Nummer 1. Es ist leichter, Leute kennenzulernen, selbst wenn man sonst damit Schwierigkeiten hat. Leute, ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber ich hasse diese neue Leute kennenlernen-Situation. Ich weiß nicht, früher fiel mir das irgendwie relativ leicht, aber heute, wenn ich ganz ehrlich bin, nervt und stresst mich das schon. Klassische Situation, du bist auf einer Party, auf der du kaum jemanden kennst und du versuchst krampfhaft mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Coole Party, ha? Ja. Okay. Oh, ich weiß nicht. Allein der Gedanke daran schüttelt mich. Wenn jetzt aber sich im Laufe des Gesprächs herausstellt, dass die andere Person zufälligerweise auch ein Fandom feiert, das ihr cool findet, dann ändert sich sofort die gesamte Situation. Ist das zufällig ein Dragon Ball Pullover? Guck mal hier, ich hab Jindu auf meinem Arm. Oh mein Gott, er könnte mein bester Freund werden. Komm her, Bruder. Findet ihr nicht auch, dass dann alles sofort viel entspannter wird, weil man einfach ein Thema hat, über das man reden kann? Gott sei Dank ist man, habe ich das Gefühl, heutzutage nicht mehr so oft auf solche Situationen angewiesen, weil man durchs Internet, durch YouTube, durch Tumblr, durch irgendwelche Foren einfach viel leichter Leute kennenlernen kann, die ähnliche Interessen haben wie man selbst. Du weißt, was ich meine, oder? Du findest einen YouTuber cool, jemand anderes findet einen YouTuber cool, ihr trefft euch in den Kommentaren und boom! Daraus kann eine wunderschöne Freundschaft entstehen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, aber ich habe auch schon viele Leute übers Internet kennengelernt. Und wenn man dann diese Person das erste Mal im Real Life trifft, auf einer Convention oder so, dann ist das einfach so... Ich weiß nicht, es gibt gar keine Anfangsschwierigkeiten, weil man einfach weiß, dass es ein Thema gibt, was beide verbindet, über das man reden kann und an dem man sich erfreuen kann. Und das ist nice. Und ja, ich habe auf diesem Weg auf jeden Fall auch schon einige Leute kennengelernt, die ich jetzt zu meinen engeren Freunden zählen würde. Nerds sind die besten Freunde. Okay, Leute, nehmt diesen Rat einfach von mir an. Seid Nerds und freundet euch mit Nerds an. Ich erzähle euch jetzt warum. Auf der TinCon während unseres Panels hatte ein Mädchen erzählt, dass sie in der Schule von den coolen, beliebten Kids dafür gemobbt wurde, dass sie Fangirl von, ich weiß nicht mehr, irgendeiner Serie oder irgendeinem YouTuber war. Und ich dachte mir so, dumm. Warum? Und überhaupt, was gibt den Personen das Recht, dich dafür zu mobben, dass du eine Begeisterung für eine Sache empfindest? Dann musste ich mich selber daran erinnern, dass wir ja über die Schulzeit sprechen. Und ich bin zum Beispiel in der Schulzeit auch durch so eine Phase gegangen, wo es mir voll wichtig war, was andere Leute so über mich denken. Und manchmal habe ich auch dann weniger über Dinge gesprochen, die ich wirklich gefeiert habe und versucht, das cool zu finden, was gerade angesagt war. Und wenn ich an diese Situation zurückdenke, dann weiß ich einfach, dass ich dort immer viel angespannter war, als wenn ich jetzt zum Beispiel mit Nerds abgehangen habe, weil ich wusste, dass die mich überhaupt nicht für das verurteilen, was ich geil finde. Und auf so einem Grund können einfach viel ehrlichere Freundschaften wachsen, die dann auch das Potenzial haben, lange zu halten. Ein Fan zu sein, lässt Leute kreativ werden. Ja, ich erfahre das ja am eigenen Leib. Dank der Kreativität einiger von euch gibt es jetzt nicht wenige Geschichten, in denen ich leidenschaftlich mit irgendwelchen Gurken rummache. Und ehrlich gesagt weiß ich bis heute noch nicht, was ich davon halten soll. Aber es ist ja nun mal Fakt, dass wenn Leute ein Fandom richtig krass feiern, sie einfach dadurch total kreativ und künstlerisch werden, was
mega, mega nice ist. So, ne, ich spreche von Fanarts, ich spreche von Fanfictions, ich spreche sogar von eigener Musik. Und ich habe das Gefühl, dass das Leute einfach dazu bringt, ihre Leidenschaften und ihre Talente zu entdecken. Und wenn ich Talente sage, dann meine ich fucking Talente. Also es ist mir schon öfter passiert, dass ich abends so durch die Bilder gescrollt bin, auf denen ich getaggt wurde und ich teilweise so dachte, what the fuck, es ist einfach nur krank, wie geil manche Leute zeichnen können. Das Ding ist auch, ich habe das Gefühl, dass es heutzutage auch keine Seltenheit mehr ist, dass Leute ihre Leidenschaft zu einem Beruf machen später. Bestes Beispiel, Cold Mirror. Ich meine, was wäre YouTube, wenn diese Lady kein krasser Harry Potter-Fan wäre? Okay, ein weiterer Vorteil daran, ein Fangirl oder ein Nerd zu sein, ist, dass es einfach fucking Spaß macht. Leute, so, ich kann mich noch daran erinnern, als ich so 12, 13, 14 war. Ich habe Inuyasha gelebt. Ich war Inuyasha und es hat mir so viel Spaß gemacht, meine Zeit damit zu verbringen. Und als ich dann älter wurde, muss ich sagen, hatte ich das Gefühl, dass ich so die Fähigkeit fast ein bisschen verloren habe, mich für Dinge zu begeistern, was mich voll traurig gemacht hat. Gott sei Dank, ich bin wirklich so glücklich, habe ich diese Fähigkeit wiedergefunden. Ihr wisst es ja. Wir sind nach London gekommen, ich habe Hamilton für mich entdeckt und ich bin einfach der größte Fan geworden. Ich habe mich wieder so ins Fansein gestürzt und ich hoffe, dass es mit Kingdom Hearts 3 jetzt wieder so sein wird. Das Geile daran ist einfach, dass man, weiß ich nicht, die besten Erinnerungen dadurch schafft. Die Abende, wo ich mit meinen Freunden zu dem Musical gegangen bin, haben einfach so viel Spaß gemacht. Danach haben wir uns hier getroffen und haben alle möglichen Videos auf YouTube, die es zu Hamilton gibt, gesuchtet. Und dann selber noch kreativ zu werden, ist einfach nur die Kirsche auf der Torte. Work, Angelica! Work, Eliza! And Peggy! Das sind so einfach die Momente, an die man sich später im Leben erinnert und die so die besten Memories sind. Es ist ein guter Ausgleich zum Alltag. Ich weiß nicht, ob es der ein oder andere von euch mitbekommen hat, aber ich hatte ja so 2016, 2017 rum nochmal eine richtig krasse Yu-Gi-Oh! Hype-Phase. Aber das war einfach der perfekte Ausgleich zu einem stressigen Arbeitstag. Ich glaube, das ist sogar so zu Tube Clash-Zeiten rum passiert und es war einfach so geil. Ich habe mich einfach auf den Feierabend gefreut, weil ich Bock hatte, mit meinen Freunden zu zocken, zu gucken, was es für neue Karten gibt und das hat mich einfach mit Freude erfüllt. Und ich glaube, dass das bei vielen von euch wahrscheinlich mit YouTube auch so ist, oder? Wenn man den ganzen Tag in der Schule ist, man sich den Kopf darüber zerbrechen muss, welche Arbeit als nächstes ansteht, dass man noch seine Hausaufgaben machen muss, dann ist es einfach cool, danach abzuschalten und sich Kostas das Kind auf YouTube zu gönnen. Aber so, das waren jetzt ganz viele Vorteile. Ich wollte euch aber noch mal eine Sache fragen, die auch in dem Panel mit Cold Mirror angesprochen wurde. Und zwar, glaubt ihr, es gibt eine Stufe, bei der man das Fansein übertreiben kann? Ein Beispiel für mich wäre, als Kingdom Hearts 2 rauskam, habe ich mich ja wirklich eine Woche von der Realität verabschiedet. Ich habe mich wirklich mit Rollo runter in meinem Zimmer eingesperrt, weil ich das Spiel unbedingt durchzocken musste, bevor wir die Woche später auf Klassenfahrt gingen. Ich hätte dort nichts genießen können. Meine Gedanken wären nonstop immer bei dem Game gewesen. War das jetzt übertrieben? Ich weiß nicht. Wenn dein Herz krass für eine Sache schlägt, glaube ich, ist es schon in Ordnung, dem nachzugeben. Aber ich hatte halt Glück, dass das auf ungefähr eine Woche limitiert war. Ansonsten wäre es wahrscheinlich problematisch geworden und ich wäre irgendwann elendig in meinem Zimmer verrottet. Worauf ich hinaus will ist, habt ihr schon mal so diese Sätze gehört? Hör auf, die ganze Zeit vorm PC zu hängen. So, anstatt deine Serie zu schauen, könntest du auch mal rausgehen und was mit echten Menschen machen. Oder du schaust die Serie nur, um der Realität zu entkommen. Ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite verstehe ich diesen Satz schon, dass man halt aufpassen sollte, dass man sich nicht total aus der Realität zurückzieht und in seinem Fandom versinkt und nur noch wie eine Leiche durchs echte Leben taumelt so. Aber dann frage ich mich so, passiert sowas in echt? Ich habe es zumindest noch nie so krass erlebt. Und wenn mir zum Beispiel jemand gesagt hat, ja, du machst das nur, um der Realität zu entkommen, dachte ich immer so, not really. Also klar mache ich das, um abzuschalten, aber es ist halt mein Hobby, so wie, keine Ahnung, Basketballspielen auch mein Hobby ist und ich das auch mache, um von meinem Alltag abzuschalten. Und außerdem habe ich das Gefühl, dass man, wenn man jetzt Serien schaut, man ja dadurch auch immer was lernt, oder? Weil gewisse Werte übermittelt werden. Ich hatte das, glaube ich, schon mal erzählt, dass Mick und ich ja vor kurzem Empire gesehen hatten. Und da gibt es halt diesen einen Charakter, Jamal, der so der schwule Sohn aus der Familie ist. Ich kann mir vorstellen, wenn es diese Serie gegeben hätte, als ich
so in der 8. Klasse war, hätte ich sie auf jeden Fall gesuchtet. Dieser Typ hätte mir so viel Kraft gegeben, weil ja, ich mich einfach mit ihm hätte identifizieren können. Und wenn ich das dann schaffe, aus diesem Fandom etwas Gutes für meine Realität mitzunehmen, ist das doch eigentlich super. Solange dich der Konsum deiner Lieblingsserie oder whatever auftankt mit Energie und du es schaffst, etwas Positives oder irgendetwas daraus in deine Realität zu übertragen, ist das doch gut, oder? Schreibt mir doch mal eure Gedanken dazu in die Kommentare. Die Pointe des Workshops war auf jeden Fall, dass Cold Mirror gesagt hat, dass es keine Zeitverschwendung ist, sich mit Dingen zu beschäftigen, die man liebt. Und auch, dass es sich nicht lohnt, sich für andere zu verstellen. Word. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Video genau diese Message vermitteln konnte und dich dazu ermutigen kann, deine Leidenschaft weiter auszuleben und wenn ihr danach ist, vielleicht auch selber kreativ zu werden. Ansonsten schreibt doch gerne auch nochmal in die Kommentare, was momentan euer Lieblingsfandom ist und was euch am meisten Freude bereitet. Gut, dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat und wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder mit dem Counterpart zum Video, was ich an meinem Freund hasse, nämlich was mein Freund und ich aneinander lieben. Dann sehen wir uns. Haut rein, Leute!